Heute sprechen wir darüber, wie teuer es ist, ein Kind in Polen zu unterhalten, beziehungsweise ob man mit dem Kindergeld hier in Polen auskommt. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal kurz vor für die Leute, die zum ersten Mal bei mir vorbeischauen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor über 4 Jahren von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Hin und wieder zeige ich mal einen Reisebericht, spreche über die Unterschiede zwischen Deutschland und Polen oder so wie jetzt mache ich einfach mal ein Video, wo ich darüber spreche, wie teuer es ist, in Polen zum Beispiel ein Kind zu unterhalten. Falls dich solche Themen interessieren oder du einfach nur vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Vielen lieben Dank dafür. Kommen jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema und sprechen darüber, wie teuer es ist, ein Kind in Polen zu haben, beziehungsweise ob das Kindergeld hier in Polen für ein Kind ausreicht. Vorweg möchte ich noch sagen, dass ich hier den Euro-Zloty-Kurs nehme, 1 Euro gleich 4 Zloty 30, weil das ungefähr derzeit der Umrechnungskurs ist. Ich werde auch immer unten die Preise einblenden. Ich werde das nicht in meinem Video erwähnen, aber wenn ich die unten einblende, denke ich, ist das ausreichend. So habt ihr dann auch immer so einen ganz groben Richtwert, wie teuer alles ist. Auch möchte ich hier noch vorher sagen, dass das hier natürlich alles wirklich nur ganz grob gerechnet ist. Ich finde, wenn es jetzt um eine Kindererziehung geht, beziehungsweise um den Unterhalt eines Kindes, muss man diese Sachen immer individuell betrachten, denn ja, jeder gibt ja anders Geld aus, jeder kauft andere Produkte, jeder hat vielleicht andere Prioritäten. Das fängt ja schon zum Beispiel mit der Ernährung an. Ich werde aber hier grob über meine Kosten sprechen. Und ich denke, da kann man sich dann auch so ganz grob, wirklich nur ganz grob danach richten. Hier noch eine kleine Info an die deutschen Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen. Ab den 01.01.2024 beträgt das Kindergeld in Polen 800 Zloty. Vor dem 01.01.2024 waren es 500 Zloty. Kommen wir jetzt auch schon zum ersten Punkt und sprechen über die Ernährung. Und hier fängt das ja eigentlich auch schon an, dass man sehr viele Dinge individuell betrachten muss, wie zum Beispiel das Alter. Es ist ja klar, wenn ein Kind frisch geboren wird, kriegt das ja eigentlich überwiegend Muttermilch, wird gestillt, wodurch dann auch die Kosten wesentlich niedriger sind, als wenn es jetzt zum Beispiel schon in einem Alter kommt, wo es schon vielleicht mehr Breinahrung kriegt oder festere Nahrung, dann in dem Fall dann auch die Kosten dann halt für normales Essen anfallen. Bei uns ist das jetzt zum Beispiel so, dass unser Kind in einem Kleinkindalter ist und somit schon alles kriegt. Und ich habe jetzt hier auch mal so eine ganz grobe Zusammenstellung. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich immer zum Monitor rüberschaue, weil hier habe ich alles aufgelistet. Und ja, man muss sagen, dass unser Kind auch noch zum Beispiel die Kindermilch kriegt. Da gehen ungefähr 2 Packungen im Monat drauf, was circa 170 Zloty sind. Man muss sagen, dass da auch schon der Preis von der Milch gestiegen ist. Früher hat eine Packung Milch circa um die 50-55 Zloty gekostet. Mittlerweile sind wir bei circa 85 Zloty. Also die Preise, die sind hier extrem gestiegen, was die Kindermilch angeht. Aber somit haben wir dann 2 Packungen Milch. Dann kaufen wir auch noch im Monat ungefähr 1 Kilo Fleisch. Das hängt aber auch immer ganz davon ab, ja, was wir jetzt gerade zu essen machen. Wir mischen immer ein bisschen Fleisch mit in die Soßen oder Suppen mit rein. Aber hier schauen wir dann auch, was für ein Fleisch es kriegt. Wir kaufen zum Beispiel sehr viel Kaninchenfleisch. Das kaufen wir auch vom Ökobauern, wo zum Beispiel dann auch ein halbes Kilo circa 30 Zloty kostet. Oder kaufen dann auch Putenfleisch. Wir haben uns schon speziell für solche Fleischsorten entschieden, da das einfach Tiere sind, die zum Beispiel wenig Medikamente aushalten. Zum Beispiel Schweine oder Hühner, die kann man ja wirklich mit Medikamenten und Antibiotika vollstopfen. Deswegen haben wir uns einfach dazu auch entschieden, vielleicht weniger dieses Standardfleisch zu nehmen und vielleicht schon ein bisschen mehr sowas wie Kaninchen vom Ökobauern zu kaufen oder auch halt Putenfleisch, da das halt einfach ja, vielleicht auch
gesünder ist. Wir versuchen ja auch natürlich das Beste für unser Kind zu machen, zumindest mit bestem Wissen und Gewissen, was wir haben. Ich hoffe, dass das natürlich auch alles gut aufgeht. So, dann haben wir natürlich auch noch Obst und Gemüse, was wir dann kaufen, überwiegend auf dem Markt, wenn wir das nicht von der Familie kriegen. Die meine Videos öfter schauen, wissen auch, dass ich ja Familie habe hier in Polen, die Landwirtschaft betreiben. Somit kriegen wir dann gerade zur Sommerzeit sehr viel Obst und Gemüse. Wenn wir kein Obst und Gemüse von der Familie kriegen, kaufen wir es auf dem Markt. Es ist schon selten, dass wir für unser Kind Gemüse und Obst aus dem Supermarkt kaufen, wirklich super selten. Wir haben einmal einen Apfel aus dem Supermarkt gekauft, das haben wir dann, wie sagt man das, klein gerieben. Ich weiß jetzt die deutsche Bezeichnung nicht dafür, tut mir wirklich leid. Ich verliere schon manchmal wirklich die deutschen Wörter. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Und auf jeden Fall hat unser Kind danach irgendwie Ausschlag gekriegt. Wir vermuten, dass es von einem Apfel gekommen ist, aber somit sind wir dann einfach mal davon ausgegangen, dass die Äpfel vielleicht irgendwie bespritzt worden sind. Und ja, dann, ja, wir sind dann schon ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Wir kaufen dann auch immer von unserem Bauern oder kriegen das dann halt von der Familie. Und somit sind wir dann auch sicher, dass das dann gute Ware ist. Was dann auch mal nicht ausbleibt, sind dann natürlich auch zum Beispiel diese Gläschen, die man kaufen kann. Das ist aber auch super selten, dass wir solche Gläschen geben. Diese Gläschen, das ist wirklich eigentlich mehr so eine Notfalllösung. Wir haben immer so 2 Gläschen im Schrank. Man kann schon sagen, dass eigentlich auch die Zusammensetzung der Gläschen und auch der ganzen Sachen heutzutage auch schon sehr gut ist. Man muss dann halt wissen, wo man etwas kauft, und an erster Stelle muss man auch schauen, dass dann irgendwie das Kind danach nicht irgendwie krank wird oder sonst irgendwas. Wenn das nicht der Fall ist und dem Kind es schmeckt, kann man auch diese Gläschen geben. Wir sind dann vielleicht schon ein bisschen mehr dieser traditionelle Typ, vielleicht auch ein bisschen altmodischer. Wir machen sehr viel selber, also überwiegend unsere Suppen, unsere Soßen machen wir alles selber, vakuumieren wir dann in Gläser ein. Genau das gleiche ist mit diesen ganzen Apfelmus und diese ganzen Dinger. Wir reiben alles selber klein und geben überwiegend sehr viele frische Sachen, aber trotzdem bleibt das auch nicht aus, dass wir mal irgendwelche Produkte kaufen. Und somit haben wir dann eine Zusammenstellung von der Milch mit dem Fleisch, Obst und Gemüse und auch mal diese Gläschen. Da habe ich jetzt mal eine Zusammenstellung gemacht, dass wir da ungefähr plus minus 400 Zloty im Monat ausgeben für unser Kind. Kommen wir zum zweiten Punkt und sprechen über Hygieneartikel. Und ja, da habe ich zum Beispiel eine Zusammenstellung aus Pampers, Unterlagen, Wattepads, Feuchttücher und Cremes gemacht. Und auch da muss man immer einige Sachen individuell betrachten, weil die Pampers zum Beispiel bei einem Neugeborenen wesentlich günstiger sind, wie bei Kindern, die schon etwas älter sind. Und auch, ja, gibt es natürlich viele verschiedene Pampers-Firmen. Es gibt natürlich die klassischen Pampers halt von der Firma Pampers. Dann gibt es zum Beispiel hier in Polen die Eigenmarke, die nennt sich Dada. Dann gibt es in Lidl zum Beispiel die, ich weiß nicht, wie die sich da nennt, Lupin oder Lulu oder irgendwie sowas. Also ich denke, die hier leben, wissen, was ich meine. Wir haben uns jetzt zum Beispiel immer an erster Stelle an Produkte gehalten, die es jahrelang auf dem Markt gibt, die auch getestet worden sind, und sind zum Beispiel, wenn es jetzt um Pampers geht, bei der Marke Pampers auch geblieben. Wenn wir jetzt zum Beispiel von den Feuchttüchern sprechen, da haben wir ein bisschen rumexperimentiert, weil es da hier und da auch mal eine Situation gab, wo unser Kind dann Ausschlag gekriegt hat. Aber da sind wir dann zum Beispiel bei der Firma Dada geblieben, also das ist die Biedronka Eigenmarke. Unserer Meinung nach sind das auch die besten Feuchttücher, aber ja, da muss halt selber jeder für sich entscheiden, was für sein Kind das Beste ist. Und ja, auch wenn es jetzt um das Thema Cremes geht, das ist auch so eine Sache. Es ist nicht so, dass wir jeden Monat immer neue Cremes kaufen. So eine Creme, die hält ja auch immer so ein bisschen. Wir haben zum Beispiel eine Gesichtscreme, die hält auf jeden Fall länger wie einen Monat. Das ist eine Creme, die ist mehr für windige und kalte Tage. Da ja jetzt das Wetter immer wärmer wird, wird auch die Creme eigentlich weniger benutzt, bis schon fast gar nicht mehr. Aber auch wenn wir jetzt beim Thema Creme sind, müssen wir da auch ehrlich zugeben, dass wir da überwiegend deutsche Produkte haben. Wir kriegen sehr viel aus Deutschland zugeschickt. Wir vertrauen da sehr auf die Marke Weleda. Das ist unserer Meinung nach eine sehr gute Firma, die macht sehr gute Produkte. Unser Kind reagiert überhaupt nicht negativ darauf und deswegen sind wir dann auch bei der Firma geblieben. Die benutzen wir und die ist auch ganz in Ordnung eigentlich.
eigentlich. Somit haben wir dann auch eine Zusammenstellung aus diesen ganzen Produkten, wo wir ungefähr 230 Zloty ausgeben, wo man schon sagen muss, dass fast die Hälfte der Kosten nur alleine schon die Pampers betrifft. Aber wenn wir jetzt schon Nahrungsmittel plus Hygieneartikel zusammenrechnen, dann sind wir da auch schon auf über 600 Zloty. Und wenn wir jetzt schauen, dass das Kindergeld 800 Zloty betrifft, ja, dann haben wir schon fast unsere 800 Zloty voll. Kommen wir zum nächsten Punkt und das sind Utensilien und Anziehsachen. Bei den Utensilien sind die Kosten für ein Baby bzw. Kleinkind selbstverständlich wesentlich höher wie bei einem Kind, was vielleicht schon 4, 5, 6 Jahre alt sind, denn ich zähle zu den Utensilien sowas wie zum Beispiel Babyflasche, Schnuller oder Nasensauger. Das sind sehr oft, ja, ich will jetzt nicht sagen Einmalinvestitionen, weil man wechselt ja in der Regel schon mal die Flaschen aus, aber man kauft ja zum Beispiel nicht jeden Monat einen neuen Schnuller oder jeden Monat eine neue Flasche, aber trotzdem, wenn man zum Beispiel sich jetzt mal so ein Set Babyflaschen holt, natürlich kommt das auch darauf an, bei welcher Firma man das kauft und so weiter, das ist mir schon klar, aber da können trotzdem auch schon Kosten von ca. 100 Zloty anfallen. Mit den Schnullern ist das ja ähnlich, da kostet zum Beispiel mal so ein paar Schnuller, also so ein Set Schnuller, auch schon 50, 60 Zloty ungefähr, und das sammelt sich natürlich dann auch an und somit haben wir dann einfach mal so eine Pauschale von ca. 100 Zloty gerechnet. Bei den Anziehsachen sieht das ähnlich aus. Gerade bei einem Kleinkind sind da die Kosten wesentlich höher, weil man kann sagen, schon fast alle 2, 3 Monate neue Anziehsachen kaufen müsste, weil ja das Kind sehr, sehr, sehr schnell heranwächst. Wir haben zum Beispiel letztens Schuhe für unsere Tochter gekauft. Die haben auch circa 300 Zloty gekostet und ja, die können wir nach circa 2, 3 Monaten wieder tauschen, weil die einfach schnell wächst, und ja, damit haben wir dann viel Geld für eine kurze Zeit ausgegeben, und mit den Anziehsachen ist das ja ähnlich. Und es ist ja auch in der Tat so, dass wir wirklich jeden Monat für circa ungefähr 300 Zloty neue Anziehsachen kaufen. Ja, somit habe ich dann einfach mal so zusammengerechnet, Anziehsachen plus Utensilien, so circa im Monat 400 Zloty. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist medizinische Versorgung und Vitamine. Wir haben zum Beispiel jeden Monat Kosten von ca. 80 Zloty, wenn es jetzt um die Vitamine geht. Aber hier muss man das auch ein bisschen individuell betrachten. Wenn ein Kind kleiner ist, kriegt das natürlich weniger Vitamine, wodurch dann auch natürlich die Kosten niedriger sind. Umso älter ein Kind wird, umso teurer werden auch die Vitamine. Dann hängt das auch noch davon ab, von welcher Firma man die Vitamine kauft und so weiter und so fort. In unserem Fall sind das dann jetzt zumindest 80 Zloty jeden Monat. Ich meine zu wissen, dass man zum Beispiel in Deutschland das erste Jahr für sein Kind Vitamine verschrieben kriegt, zumindest wenn es jetzt um das Vitamin D3 geht, da kriegt man das ja das erste Jahr komplett gratis vom Arzt verschrieben. Hier ist das leider nicht der Fall. Wenn du deinem Kind Vitamine geben willst, musst du alles im Prinzip aus eigener Tasche zahlen. Bei den Kinderpflichtimpfungen ist das nicht ganz so, aber ähnlich. Man hat hier 2 Möglichkeiten, sein Kind impfen zu lassen. Man kann es einmal über die staatliche Krankenkasse machen oder man kauft sich halt die Impfungen privat selber in der Apotheke. Hier haben wir einfach nur den Unterschied, dass wenn man die Spritzen selber privat bei der Apotheke kauft, sind das einfach weniger Piekser, und es war zumindest damals so bei den ersten Impfungen unserer Tochter, dass wir die Spritzen privat gekauft haben. Ich glaube, da waren dann 5 Kanülen drin. Macht man das über die staatliche Krankenkasse, sind das 10 oder ich meine sogar 12 Spritzen, was dann das Kind kriegt. Man versucht natürlich, so gut es geht, dem Kind Leid zu ersparen, und somit haben wir dann auch die Spritzen gekauft. Wenn es jetzt um Ärztebesuche geht, gehen wir teilweise privat mit unserem Kind zum Arzt, teilweise über die staatliche Krankenkasse. Das kommt ja auch wirklich nur darauf an, worum es geht. Man hat hier auch diese ganz normalen Routineuntersuchungen, die man machen muss. Da gehen wir ganz normal über die staatliche Krankenkasse zum Arzt. Das heißt, das kostet uns dann gar nichts. Einige Untersuchungen machen wir dann schon privat, weil wir uns da einfach sicherer bei dieser ganzen Sache fühlen, wenn wir gerade zu Spezialisten gehen. Da hatten wir schon mal den ein oder anderen ganz merkwürdigen Vorfall, dass wir gesagt haben, ach nee, lass uns lieber da privat zum Arzt gehen. Wir suchen uns einen guten Arzt raus und bezahlen dann halt dafür. Aber da kostet dann zum Beispiel auch schon eine Arztuntersuchung, wenn man mit dem Kind geht, zwischen 100 und 200 Zloty, je nachdem zu welchen Spezialisten man geht. Aber ja, das sind auch so mehr
ja eigentlich diese sporadischen Kosten. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, so viel und so viel zahlen wir. Ich glaube, wir waren mit unserer Tochter jetzt ungefähr 2-3 Mal privat beim Arzt, wo wir dann auch bezahlen mussten. Deswegen könnte ich jetzt hier wirklich keine hohe Pauschale für Ärztebesuche machen. Aber zum Beispiel, wenn es schon um die Vitamine geht, wie gerade erwähnt, haben wir monatlich Kosten von circa 80 Zloty. Kommen wir zum nächsten Punkt und auch schon eigentlich fast teuersten Punkt, wenn es um Kinderkosten geht. Und das ist hier die Kinderbetreuung. Hier gibt es im Prinzip zwei Gruppen von Kinderbetreuung. Einmal die Żłobeks, da gehen die Kinder rein zwischen 1 und 3 Jahre und ab 3 bis 6 Jahre gehen dann die Kinder in den Kindergarten. In Deutschland ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie das ist. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz aus, aber ich meine, in Deutschland gibt es die Krabbelgruppe, die ist im Prinzip von 0 bis 1 und ich weiß gar nicht, was mit den Kindern gemacht wird ab 1 Jahr. Ob die dann auch sowas wie in einem Vorkindergarten gehen oder ob die sofort in den Kindergarten kommen. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Aber könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich weiß aber, dass in Deutschland zum Beispiel es sehr oft vorkommt, dass Kinder erstmal ein bisschen später in den Kindergarten gehen. Das hat auch was mit Kosten zu tun, beziehungsweise finanzielle Mittel. Hier in Polen ist das leider so, dass du nach der Geburt, beziehungsweise die Mutter nach der Geburt nur 1 Jahr lang 80% bezahlt kriegt und die kann natürlich oder beziehungsweise sie hat dann auch das Recht, weiter im Mutterschaftsurlaub zu bleiben. Du musst das halt ja im Prinzip unentgeltlich machen und hat dann ja keine finanziellen Mittel, muss dann eventuell von dem Mann leben oder wie auch immer. In Deutschland ist das ja ein bisschen besser geregelt. Da hat man ja die Möglichkeit, sich entweder 3 Jahre bezahlen zu lassen mit weniger Geld oder 1 Jahr mit vollem Geld. Ich finde, das ist dann schon irgendwie ein bisschen besser geregelt. Aber das ist jetzt auch ein ganz anderes Thema. Kommen wir wieder zurück zu der Kinderbetreuung. Also wie gesagt, haben wir hier 2 Kategorien von Kinderbetreuung. Einmal die Żłobeks, Kinder von 1 bis 3 Jahre und einmal die Kindergärten. Und auch da haben wir dann jetzt nochmal sowas wie so, ja, im Prinzip 2 Klassen. Also man kann hier einmal sein Kind in eine private Kinderbetreuung abgeben und einmal in eine staatliche Kinderbetreuung. Und da sind natürlich die Kosten auch sehr, sehr gewaltig, sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt sein Kind zum Beispiel in einem staatlichen Żłobek abgeben möchte, hat man hier so circa Kosten von 800 Zloty. Das hängt natürlich auch ganz davon ab, in welcher Region man ist. Warschau ist natürlich noch ein bisschen teurer, wie jetzt hier zum Beispiel Łódź. Aber das ist auch so ungefähr ein Durchschnittspreis. Man kann natürlich auch ein bisschen günstiger davon kommen. Man kann aber natürlich auch ein bisschen mehr bezahlen. Aber so ungefähr mit 800 Zloty kann man rechnen, wenn man sein Kind in eine staatliche Einrichtung hier abgibt. Wenn man das jetzt privat machen möchte, sind die Kosten wesentlich höher. Zum Beispiel ein privater Żłobek kann hier ca. 1500 Zloty kosten, plus Essen, was man dazu auch noch bezahlen muss. Da sind die Preise auch unterschiedlich, aber man sagt so zwischen 15 und 20 Zloty täglich. Also da kann man so ganz grob rechnen, dass ein privater Żłobek hier ca. 1800 Zloty kostet. Man kann dann auch noch finanzielle Unterstützung kriegen vom Staat. Dann kriegt man irgendwie eine Zuzahlung vom SUS, 400 Zloty. Aber so circa mit 1500 Zloty muss man schon ungefähr plus minus rechnen. Günstiger davon zu kommen wird schon ganz schwierig. Aber so sehen wir dann, haben wir schon einen ganz großen Unterschied. Also privat kostet schon fast doppelt so viel wie staatlich. Bei den Kindergärten ist das ähnlich. Wenn du dein Kind in einen staatlichen Kindergarten abgibst, kostet es die ersten 5 Stunden am Tag gar nichts. Danach muss man halt dafür bezahlen. Ich weiß nicht, circa 2 Zloty die Stunde, so ungefähr. Und da hat man dann auch ungefähr so Kosten von circa 300 Zloty. Wenn man jetzt einen ganz normalen 8-Stunden-Job hat, sein Kind 8-9 Stunden im Kindergarten lässt, dann kommt man so auf ungefähr 300 Zloty jeden Monat, wenn es jetzt um Kindergärten geht. Wenn man jetzt sein Kind in einen privaten Kindergarten abgibt, sind da auch wieder die Kosten wesentlich höher. Dann hat man ungefähr Kosten von 1000 Zloty jeden Monat, so ungefähr plus minus. Natürlich kommt das auch da wieder darauf an, welchen Kindergarten man sein Kind abgibt und so weiter und so fort. Und wir haben uns auch mal eigentlich so schlau gemacht, was jetzt ein Unterschied zwischen privat und staatlicher Kindergarten bzw. privaten und staatlichen Żłobek ist.
Und der größte Unterschied ist, dass staatliche Kindergärten und Schwabeck zum Beispiel ein festes Programm haben, woran die sich mehr oder weniger halten müssen. Ein privater Kindergarten kann dann schon ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel, wir waren mal in einem Schwabeck, haben wir mal gefragt, wie das hier aussieht mit Förderung und so weiter. Und die haben gesagt, ja, hier die Kinder, die haben auch teilweise Spanischunterricht oder so oder Deutschunterricht. Also jetzt nicht wirklich Unterricht, dass die da sitzen und wirklich lernen. Alles auf spielerische Art und Weise. Dann singen die irgendwelche spanischen Lieder zum Beispiel auf diese Art einfach. Also die privaten Einrichtungen, die haben natürlich mehr Möglichkeit, die sind da wesentlich flexibler und vielleicht auch individueller, um irgendwelche neuen Sachen einzuführen in ihr Lernprogramm. Kommen wir auf die Anfangsfrage zurück, ob das Kindergeld in Polen ausreicht, um sein Kind zu unterhalten. Und hier sehen wir schon ganz klar, nein, es reicht definitiv nicht aus. Selbst wenn man sein Kind in eine staatliche Einrichtung gibt und versucht, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, kommen wir da locker über die 800 Zloty. Gibt man sein Kind jetzt auch noch in eine private Einrichtung mit den ganzen Essen, Trinken, Hygieneartikel und so weiter und so fort, dann können auch mal locker Kosten von 2.500 bis 3.000 Zloty anfallen, vielleicht sogar noch mehr. Das ist dann auch wieder alles ein bisschen individuell zu betrachten. Und hier muss auch noch bedacht werden, dass ich jetzt hier schon das Spielzeug nicht mit eingerechnet habe, was man selbstverständlich seinem Kind auch kauft, zumindest zu Geburtstag, Ostern, Weihnachten und andere Feiertage. Wir in unserem Fall haben zum Glück auch eine große Familie, so dass es auch sehr viel Spielzeug von den Verwandten kriegt. Aber trotzdem sieht man, dass die 800 Zloty Kindergeld auf jeden Fall nicht ausreichen. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Warst du am Anfang der Meinung, dass man mit diesen 800 Zloty auskommt? Oder war dir auch schon von Anfang an klar, dass die 800 Zloty Kindergeld nur eine zusätzliche Unterstützung ist? Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!